stell dir mal vor, du lebst in einer Region, die buchstäblich so eine Art Autobahn für jede erdenkliche antike Invasionsarmee ist. Oh ja. Du überlebst den Aufstieg und Fall des Römischen Reiches, du überstehst die arabische Expansion, unzählige Kriege und dann halt schließlich diesen brutalen Mongolensturm im 13. Jahrhundert. Wo riesige Metropolen wie Bagdad einfach komplett dem Erdboden gleichgemacht wurden. Genau, einfach weg. Man sollte doch eigentlich meinen, dass von deiner ursprünglichen Kultur, geschweige denn von deiner ursprünglichen Biologie, nach all dem absolut nichts mehr übrig wäre. Alles weggespült. Ja, das denkt man. Doch, und das ist das Verrückte, überlebst du das alles, ohne dass sich die grundlegende DNA deines Volkes nennenswert verändert. Genau das ist nämlich in den unzugänglichen Bergen des Nahen Ostens passiert. Herzlich willkommen zu dieser neuen, tiefgründigen Recherche. Schön, dass du heute dabei bist, wenn wir uns angucken, wie so ein biologisches Wunder überhaupt möglich ist. Also es ist wirklich ein Paradebeispiel für die extreme Widerstandsfähigkeit von Populationen. Wenn wir da heute in unsere Quellen schauen, das ist zum einen ein super detaillierter historischer Dokumentarfilm von HistoryForge. Richtig. Und zum anderen ein extrem tiefgehender wissenschaftlicher Fachartikel mit dem Titel Kürt-DNA-Sie. Dann sehen wir da etwas Erstaunliches. Wir betrachten hier moderne Populationsgenetik kombiniert mit der Analyse antiker DNA. Diese aDNA, genau. Ja, exakt. Und diese Quellen zeigen uns gemeinsam, wie jahrtausendelange Migration, geografische Isolation und halt so ein Leben am Rand von großen Imperien eine ganz spezifische genetische Landschaft geformt haben, nämlich die Genetik des kurdischen Volkes. Unsere Mission für die heutige Analyse ist also klar. Wir wollen herausfinden, warum die Geschichte der Kurden nicht nur auf verbrannten Pergamenten oder in alten Ruinen zu finden ist, sondern tief verschlüsselt direkt in ihren Chromosomen steht. Und vor allem, was uns das ganz generell über das Überleben von menschlichen Kulturen verrät. Absolut. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir da in diese Quellen gucken, wo fangen wir da überhaupt an, ohne uns komplett zu verlieren? Also bevor wir uns jetzt in genetische Marker und ferne Jahrtausende stürzen, müssen wir einen absoluten Grundsatz klären. Der gilt für die gesamte moderne Genforschung und wird in unseren Quellen auch echt stark betont, nämlich DNA ist niemals gleichbedeutend mit Identität. Oh, das ist ein wichtiger Filter. Total. Genetik zeigt uns ausschließlich die demografische und biologische Geschichte einer Region. Die verrät uns auf molekularer Ebene quasi, wer mit wem Kinder hatte und wer wohin gewandert ist. Mehr nicht. Mehr nicht, ja. Eine moderne ethnische Identität, also die gemeinsame Sprache, die Musik, die ganzen politischen Überzeugungen, die Kultur, das alles ist extrem viel jünger als unsere Gene. Wir gucken uns heute also strikt den biologischen Unterbau an. Das Fundament eines Hauses sozusagen, nicht die Farbe, in der es später gestrichen wurde. Sehr schöner Vergleich, genau. Okay. Um dieses Fundament der Kurden zu verstehen, müssen wir unglaublich weit zurückgehen. Wir reisen da rund 40.000 Jahre in die Vergangenheit, mitten in das Zagros-Gebirge. Ja. Für alle, die da jetzt keine Karte im Kopf haben, das liegt so grob gesagt im heutigen Grenzgebiet von Iran, Irak und der südöstlichen Türkei. Aber warte mal. Wie zur Hölle können Forscher heute eigentlich wissen, was vor 40.000 Jahren in den Zellen von Menschen vor sich ging? DNA zerfällt doch irgendwann einfach, oder? Das ist der extrem spannende Teil der aDNA-Forschung. Die Wissenschaftler suchen da nach ganz bestimmten Überresten, meistens nach dem sogenannten Felsenbein. Felsenbein. Wo genau ist das? Das ist ein winziger, aber unfassbar dichter Knochenteil im menschlichen Schädel, direkt hinter dem Ohr. Und weil dieser Knochen eben so unglaublich hart ist, schützt er die darin enthaltene DNA extrem gut vor Bakterien und dem natürlichen Verfall. Ah, okay. Man bohrt dieses Felsenbein dann quasi an, extrahiert das genetische Material, sequenziert es und vergleicht es dann mit großen Datenbanken von heute lebenden Menschen. Wahnsinn. Und was hat man im Zagros-Gebirge bei diesen 40.000 Jahre alten Jägern und Sammlern gefunden? Das ist halt echt faszinierend. Die Quellen sprechen hier von einer echten biologischen Festung. Ich stelle mir das Zagros-Gebirge da wirklich wie so eine gigantische Festplatte vor, die durch eine gewaltige Steinmauer geschützt ist. Sie hat die frühesten menschlichen Daten gesichert, weil die Menschen da oben einfach komplett ungestört waren. Ja, und diese Festplatte hat sogar noch Daten von einer ganz anderen Menschenart gespeichert. Echt jetzt? Ja,
Wie ganz viele eurasische Populationen trugen auch diese ersten anatomisch modernen Siedler im Zagrosgebirge Neandertaler-DNA in sich. Ach krass. Das geschah, weil sich Homo sapiens und Neandertaler in dieser weiteren Region echt sehr früh begegneten und vermischten. Was bei den heutigen kurdischen Populationen allerdings stark auffällt, ist, dass dieser Neandertaler-Anteil im Durchschnitt einen kleinen Hauch höher ist als bei einigen benachbarten Gruppen unten im Flachland. Interessant. Liegt das dann daran, dass diese frühe Vermischung da stattfand und danach die sprichwörtliche Tür der Festung einfach zuging? Sozusagen ja. Die Berge wirkten da wie so ein massiver biologischer Filter. Die frühe Vermischung passierte und danach schottete die krasse Geografie diese Gruppen ziemlich ab. Es gab für zehntausende Jahre eigentlich kaum noch nennenswerten Genfluss von außen in diese extremen Höhenlagen. Wahnsinn. Und das sieht man der DNA eben an. Die Quellen zeigen uns, dass diese frühen Bergbewohner ganz spezifische genetische Anpassungen an extreme Kälte, an das Überleben in großen Höhen und auch an einen speziellen Sauerstoffstoffwechsel entwickelten. Wer dort überleben wollte, musste biologisch einfach knallhart an dieses Hochgebirge angepasst sein. Genau. Okay, das bringt uns dann zu einem massiven Wendepunkt der Menschheitsgeschichte. Wir springen in die Zeit vor etwa 10.000 Jahren. Zur neolithischen Revolution. Ein extrem wichtiger Meilenstein. Die Menschen hören da ja auf, ständig als Jäger und Sammler umherzuziehen und fangen an, sesshaft zu werden. Wir haben alle in der Schule von den ersten Bauern im fruchtbaren Halbmond gehört, aber laut unseren Quellen passierte da im Zagrosgebirge etwas genetisch völlig Eigenständiges. Richtig? Ja, absolut. Die Wissenschaft spricht hier vom Zagros-Neolithikum-Gencluster. Wir müssen uns den Alltag dieser Menschen mal so vorstellen, die lebten in kleinen, sehr rauen Gemeinschaften, begannen Ziegen zu domestizieren und bauten erste Wildformen von Gerste und Linsen an. Und biologisch? Biologisch gehörten diese Menschen zu einer ganz spezifischen Signatur, die man als Basal-Eurasian bezeichnet. Okay, was heißt das genau? Das bedeutet, sie gehörten zu einem Zweig des menschlichen Stammbaums, der sich extrem früh von den anderen Gruppen abgespalten hatte, also denen, die dann später Europa oder Asien bevölkerten. Hier muss ich jetzt aber mal kurz einhaken. Unsere Quellen werfen hier nämlich extrem oft mit dem Begriff Haplogruppen um sich. Wenn ich das richtig verstehe, sind das die genetischen Marker, mit denen Forscher diese Wanderungen nachvollziehen. Können wir das für einen Moment auf so eine greifbare Ebene holen? Klar, stell dir Haplogruppen einfach wie uralte genetische Nachnamen vor. Nachnamen, okay. Wir haben einmal die Y-Haplogruppen. Das ist der Nachname, der immer nur exakt vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Mhm. Und wir haben die mitochondriale DNA, kurz mTDA. Das ist dann der Nachname, den Mütter an alle ihre Kinder weitergeben. Mhm. Wenn wir diese molekularen Nachnamen verfolgen, können wir diese riesigen Stammbäume über Zehntausende von Jahren rekonstruieren. Verstehe. Bei den frühen Zagros-Bauern finden wir dominante männliche Nachnamen, also diese Y-Haplogruppen wie J2 und G2a, sowie bestimmte mütterliche Linien, das wären dann H, U und K. Aber wie konnten diese ganzen genetischen Nachnamen dort überleben? Wenn wir über diese frühe Landwirtschaft reden, landen wir in der Forschung doch eigentlich fast immer bei den berühmten anatolischen Bauern. Ja, die sind sehr bekannt. Diese Gruppen aus dem heutigen Westen der Türkei sind damals ja nach Europa gewandert, haben quasi Stonehenge und all das mitgebracht und dabei die heimischen Jäger und Sammler fast komplett verdrängt. Wurden die Zagros-Bergbewohner nicht auch einfach von dieser riesigen demografischen Walze überrollt? Das ist eine super Frage, aber nein. Die antike DNA aus den Knochenfunden beweist ganz eindeutig das Gegenteil. Die Zagros-Bauern bildeten eine genetische Basis, die extrem widerstandsfähig war. Sie wurden definitiv nicht von Bauern aus Anatolien oder der Levante verdrängt. Okay, wow. Diese Nachnamen wie J2 und G2A sind nicht etwa Importe aus anderen Regionen, sondern sie sind echt tief in der Region Zagros verwurzelt und haben sich direkt von dort aus entwickelt. Das Erstaunliche an den Ergebnissen des Fachartikels ist ja, die moderne kurdische Genetik fußt bis zum allerheutigen Tag massiv auf genau dieser 10.000 Jahre alten Basis. Dieses Zagros-Fundament hat sich nie aufgelöst. Das ist unglaublich. Aber wie erklärt die Wissenschaft, dass dieses Fundament später nicht zerstört wurde? Wir kommen jetzt nämlich in die Bronzezeit und in die Antike. Wenn man da ein Geschichtsbuch aufschlägt, ist der Nahe Osten in dieser Zeit eigentlich ein einziger, nicht enden wollender Kriegsschauplatz. Oh ja,
Riesige Imperien entstehen, Assyrer, Meder, später Parther und Römer. Genau, wie übersteht denn eine DNA-Linie so etwas, wenn da wirklich ständig millionenschwere Armeen durch das eigene Wohnzimmer marschieren? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns ansehen, was die Quellen über die indoeuropäischen Steppennomaden der Bronze- und Eisenzeit sagen. Gruppen wie die Jamainia oder Andronovo zum Beispiel. Die Reiter aus der Steppe. Exakt. Diese Nomaden kamen aus den riesigen Weiten Eurasiens mit Pferden, extrem tödlichen Streitwagen und völlig neuen Sprachen, aus denen später übrigens auch das Kurdische hervorging. Sie brachten eine neue männliche Haplogruppe mit, die A1A. Aha. Und sie brachten eine wirklich faszinierende biologische Innovation in diese Region, nämlich die Laktosetoleranz. Okay, wenn du als Hörer also heute Morgen problemlos Milch in deinen Kaffee gekippt hast, ohne Bauchschmerzen zu kriegen, dann verdankst du das möglicherweise genau diesen Steppennomaden, die vor Jahrtausenden da aufgetaucht sind. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Aber das bedeutet doch, die Steppennomaden haben die bestehende Genetik der Kurden aktiv verändert. Wie passt das denn zur Stabilität der Zagros-DNA? Hier wird es wirklich interessant. In der Anthropologie sprechen wir hier von Entanglement, also einer Art komplexen Verflechtung. Bei Flachlandgebieten wie in großen Teilen von Mesopotamien sahen wir oft einen echt massiven Bevölkerungsaustausch. Eine Armee kommt, löscht die Männer aus, nimmt die Frauen und siedelt die Region komplett neu an. Ganz genau. Aber im Zagros-Gebirge passierte das schlichtweg nicht. Die Imperien der Antike konzentrierten sich viel lieber auf die flachen, super lukrativen Landstriche. Diese zerklüfteten Täler vollständig zu besiedeln, war militärisch einfach ein Albtraum und wirtschaftlich auch total uninteressant. Ich stelle mir das kurdische Genom aus dieser Zeit echt wie so ein gigantisches, altes Mosaik vor. Man schaut sich das an und erkennt auf den ersten Blick eine römische Fliese hier, ein paar assyrische Fliesen dort und ganz deutlich die indoeuropäischen Steppenfliesen. Die Invasoren haben also definitiv Spuren hinterlassen. Ja. Aber der Zement, der all diese bunten Steine zusammenhält, also das eigentliche Fundament des Mosaiks, ist immer noch diese uralte, unberührte Zagros-Genetik. Ein extrem treffendes Bild. Die antiken Imperien integrierten die lokalen Bergstämme ganz oft einfach in ihr System, ohne sie zu vernichten. Sie machten sie zu Vasallen oder heuerten sie quasi als Grenzsoldaten an. Das führte dann natürlich zu einem gewissen genetischen Austausch, also ein imperialer Beamter nahm sich vielleicht eine lokale Frau oder Garnisonssoldaten ließen sich in den Vorgebirgen dort nieder. Logisch, ja. Es gab also gegenseitigen Genfluss, dieses Entanglement. Aber es gab da niemals den Versuch, die gesamte Bergbevölkerung durch eine komplett neue zu ersetzen. Imperien fügten diesem genetischen Mosaik quasi immer nur dünne Schichten hinzu. Also so ein ständiges Geben und Nehmen an den militärischen Rändern. Okay, das leuchtet für die klassischen antiken Reiche echt ein. Aber was ist denn mit den Ereignissen, die nicht nur militärische Konflikte waren, sondern wirklich apokalyptische Umwälzungen? Worauf spielst du da an? Ich rede vom Mittelalter. Die arabische Expansion ab dem 7. Jahrhundert hat ja die gesamte religiöse Landkarte des Nahen Ostens hin zum Islam radikal umgestaltet. Müssten wir dann nicht auch eine massive Veränderung in der DNA sehen? Das ist der Moment, an dem die Wissenschaft eine ganz scharfe Trennlinie zieht zwischen kultureller Assimilation und echtem demografischen Wandel. Okay. Die Arabisierung der kurdischen Gebiete war fast ausschließlich kulturell und religiös. Wenn Forscher heute da die DNA untersuchen, suchen sie gezielt nach der arabischen Y-Haplogruppe J1, die in ganz vielen arabisierten Teilen des Nahen Ostens während dieser Expansion extrem dominant wurde. Das Ergebnis? Bei heutigen kurdischen Populationen ist dieser spezifische Marker nur in echt sehr geringem Maße vorhanden. Ach krass. Die Leute haben also ihren Gau umgewechselt, ihre Kultur angepasst, aber genetisch sind sie die alten Bergbewohner geblieben. Keine Massenansiedlung von arabischen Stämmen in den kühlen Hochlagen. Richtig, die Berge wirkten wieder ganz stark als demografischer Puffer. Man übernahm zwar neue Konzepte, aber man wurde nicht biologisch ersetzt. Und dann kommt das 13. Jahrhundert. Der Mongolensturm. Ja. Wir haben den ja ganz am Anfang schon erwähnt, weil es so unfassbar schwer zu begreifen ist. Die Mongolen unter Dschingis Khan und seinen Nachfolgern haben gefühlt alles niedergebrannt. Wenn diese Reiterhorden wirklich eine derartige Zerstörungskraft besaßen, warum finden wir dann laut unseren Quellen heute so gut wie keine ostasiatische DNA bei den Kurden? Wie entkommt man einer Armee, die quasi die halbe Welt erobert hat?
Wenn wir das mal mit den tatsächlichen historischen Lebensumständen vor Ort verbinden, wird superschnell klar, warum die DNA hier eine komplett andere Geschichte erzählt als bei den großen Imperien unten im Flachland. Wir müssen uns die Infrastruktur ansehen. Inwiefern? Die Kurden hatten damals keine riesigen, zentralisierten Metropolen mit gewaltigen Festungsmauern, die man dann belagern und deren Bevölkerung man nach einem Durchbruch einfach abschlachten konnte. Ihre gesellschaftliche Struktur war echt extrem dezentral und tribal organisiert. Ein mongolischer General steht also da vor dem Zagrosgebirge und hat buchstäblich nichts, was er effizient belagern kann. Genauso ist es. Wenn Gefahr durch mongolische Vorhuten drohte, lösten sich diese Dorfgemeinschaften förmlich einfach auf und zogen sich mit ihren Herden noch viel tiefer in schwer erreichbare Täler, Schluchten und Höhlensysteme zurück. Die Geografie machte da eine systematische Vernichtung faktisch unmöglich. Wahnsinn. Die Mongolen zogen durch die zugänglichen Pässe, klar, sie forderten Tribute, sie integrierten auch einige kurdische Führer in ihre Bündnissysteme, aber sie brachten halt keine Familien mit, um in diesen echt unwirtlichen Bergen dauerhaft zu siedeln. Deshalb fehlt eine typisch ostasiatische DNA-Signatur, wie zum Beispiel die Haplogruppe C-217, bei kurdischen Populationen fast völlig. Genetisch gesehen war der Mongolensturm hier tatsächlich nur ein extrem fernes Rauschen. Diese unglaubliche schützende Isolation hat Invasoren draußen gehalten, okay. Aber wenn eine Bevölkerung sich jahrhundertelang in engen Tälern verschanzt, hat das doch extreme Auswirkungen auf das soziale Innere, oder? Wenn du Hunderte von Jahren in deinem einen Tal bleibst, was macht das denn langfristig mit deiner Biologie? Es führt zwangsläufig zu dem, was Genetiker Endogamie nennen. Das bedeutet, man heiratet strikt innerhalb der eigenen geografischen Gruppe. Ganz oft nur innerhalb des eigenen Stammes oder Clans. In der Neuzeit wurde dieser Effekt dann sogar noch krass verstärkt. Während der echt endlosen Kriege zwischen dem Osmanischen Reich und dem Safavidischen Reich wurde Kurdistan buchstäblich zu so einer gefährlichen Pufferzone zwischen zwei imperialen Großmächten. Und wenn du in einer ständigen Kriegszone lebst, ziehst du dich logischerweise noch viel weiter in deine kleine, sichere Gemeinschaft zurück. Du öffnest dich sicher nicht für Fremde. Analyse der zwei genetischen Nachnamen, die wir ja vorhin besprochen haben, extrem aufschlussreich. Die Quellen zeigen uns, wie die Gesellschaft damals organisiert war. Es gab eine super strikte Patrilokalität. Das ist diese Tradition, dass Frauen bei einer Heirat ihr eigenes Heimatdorf verließen und in das Tal des Ehemannes zogen. Ah, okay. Die Männer hingegen blieben fest auf dem Land ihrer Vorfahren. Das braucht wieder so eine Analogie, um es sich besser vorzustellen. Die Y-DNA der Männer, die ja immer am selben Ort blieben, wirkte also wie tiefe, unbewegliche Baumwurzeln in einem ganz bestimmten Tal. Ein Tal hatte deshalb oft eine extrem spezifische männliche genetische Signatur. Und die mitochondrielle DNA der Frauen war dann wie Samen im Wind, die durch diese Heiratsbündnisse von einem Tal ins nächste getragen wurden. Die Frauen bildeten also den feinen genetischen Faden, der die isolierten Talschaften überhaupt miteinander verband. Das beschreibt es echt hervorragend, ja. Aber trotz dieser feinen Fäden durch die Frauen blieben die Gemeinschaften im Großen und Ganzen total unter sich. Und das wirft eine der spannendsten biologischen Fragen auf. Was passiert genetisch, wenn kleine Gruppen extrem isoliert bleiben? Wahrscheinlich nichts Gutes auf Dauer, oder? Hier kommt die sogenannte genetische Drift ins Spiel. In großen Populationen vermischen sich alle möglichen Gene fröhlich miteinander. Aber in einem kleinen, super isolierten Tal spielt irgendwann der pure Zufall eine riesige Rolle. Stell dir vor, eine kleine Gruppe von 50 Leuten gründet ein komplett neues Dorf. Wenn durch puren Zufall nur 2 dieser Gründer eine eigentlich super seltene Genvariante tragen, ist diese Variante im neuen Dorf dann plötzlich überproportional häufig. Verstehe. Das nennt man den Gründereffekt. Über Jahrhunderte der Isolation kann ein eigentlich total seltener Marker plötzlich den gesamten Genpool dominieren. Und unsere Quellen aus dem Fachartikel nennen hier 2 echt unglaubliche historische Beispiele für Subgruppen, bei denen genau diese extreme Isolation so richtig greifbar wird, nämlich die Jesiden und die kurdischen Juden. Lass uns doch mal kurz in die Daten der Jesiden schauen. Was zeigt die Genetik dort genau? Die Jesiden sind ein absolutes wissenschaftliches Musterbeispiel für genetische Isolation.
die nicht nur durch Geografie, sondern durch extrem strenge religiöse und soziale Regeln diktiert wurde. Wegen des Kastenwesens? Genau. Durch ihr echt tief verwurzeltes Kastenwesen und eine absolute Endogamie, also es war schlichtweg verboten, jemanden außerhalb der eigenen Gemeinschaft zu heiraten, weisen sie heute eine deutlich reduzierte genetische Diversität auf. Sie bilden einen in sich extrem geschlossenen, stark isolierten genetischen Cluster. Das hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Richtig. Der Vorteil daran ist, dass sie extrem alte, andernorts längst komplett verschwundene DNA-Linien quasi perfekt konserviert haben. Die Kehrseite dieses Gründereffekts ist jedoch, dass ein stark verkleinerter Genpool das Risiko für ganz bestimmte rezessive Erbkrankheiten erhöht, weil sich halt dieselben genetischen Muster immer wieder begegnen. Wahnsinn. Auf der anderen Seite analysieren die Quellen dann die kurdischen Juden, die ein völlig anderes, aber eigentlich ebenso faszinierendes genetisches Profil aufweisen. Sie zeigen eine Art duale Abstammung, richtig, quasi eine Brücke zwischen den Bergen und der restlichen Welt. Diese Gruppe ist populationsgenetisch ein echtes Highlight. Wenn man sich ihre väterlichen Linien ansieht, also die Y-Haplogruppen, dann teilen sie enorm viele Marker, wie eben unsere bekannten J2 und G2a, ganz direkt mit ihren muslimischen kurdischen Nachbarn. Okay, das beweist also, dass sie tief und seit Jahrtausenden in der lokalen demografischen Landschaft Kurdistans verwurzelt sind. Exakt. Betrachtet man jedoch die mütterlichen Linien, die mtDNA, verbinden diese sie gleichzeitig intensiv mit der weltweiten jüdischen Diaspora. Also insbesondere mit den sephardischen und mizrachischen Gemeinschaften. Sie trugen also gewissermaßen die uralte Zagros-DNA in sich, waren aber durch weibliche Heiratslinien an ein komplett globales historisches Netz geknüpft. Das ist wirklich tiefgreifend, wenn du dir das als Hörer mal für deine eigene Familie vorstellst. Deine Vorfahren hätten Generation um Generation im exakt selben Tal verbracht. Ihr hättet oben von den Klippen aus zugesehen, wie im Tal unten Imperien aufstiegen, riesige Armeen durchmarschierten und ganze Reiche wieder zerfielen, ohne dass es euch biologisch wirklich berührt hätte. Ein verrückter Gedanke. Ja. Deine DNA wäre heute nicht einfach nur so der Bauplan deines Körpers. Sie wäre ein lebendiges, echt atmendes Archiv der menschlichen Geschichte, das eine direkte, absolut ungebrochene Linie zu den allerersten Bauern der Welt zieht. Und das ist der greifbarste Beweis dafür, den uns die moderne Genetik überhaupt liefern kann. Geografie ist für das menschliche Überleben ganz oft viel entscheidender als Politik oder irgendwelche militärische Macht. Die Landschaft hat das Schicksal dieser DNA diktiert. Also, was bedeutet das alles, wenn wir einen Schritt zurücktreten und unsere Dokumentationen und Forschungsartikel abschließend zusammenfassen? Die Genetik des kurdischen Volkes ist ganz offensichtlich kein bloßes Produkt von großen Eroberungen oder imperialer Planung. Sie ist ein Zeugnis von radikaler Anpassung, dem Schutz der Berge und einer echt unglaublichen kulturellen Ausdauer. Genau. Das Zagros-Gebirge hat nicht nur das physische Leben der Menschen dort geschützt, sondern buchstäblich die allerfrühesten biologischen Spuren Westasiens sicher für uns ins 21. Jahrhundert transportiert. Und die moderne Wissenschaft nutzt diese erhaltene DNA heute echt wie ein direktes Fenster in unsere megakomplexe menschliche Vergangenheit. Es erlaubt uns, Migrationsrouten nachzuzeichnen, die völlig ohne schriftliche Aufzeichnungen stattfanden. Aber hier ist noch ein letzter provokanter Gedanke für dich zum Mitnehmen, der weit über diese ganzen Haplogruppen und Knochenfunde hinausgeht. Wir haben ja ganz am Anfang den wichtigsten Grundsatz dieser Recherche etabliert. Identität wird nicht durch DNA definiert. Richtig. So ist, wie wird künftige Genforschung unser Verständnis von Herkunft und Abstammung revolutionieren? Denk da mal drüber nach. Millionen von Menschen mit kurdischen Wurzeln leben heute in einer riesigen globalen Diaspora in London, Berlin oder Nordamerika. Ja. Durch völlig normale, moderne Mobilität und unvermeidliche Vermischung werden genau diese spezifischen 10.000 Jahre alten Zagros-Marker in den kommenden Generationen irgendwann extrem stark verdünnt oder ganz verschwinden. Das ist demografisch unvermeidlich, ja? Genau. Wenn die alte DNA sich also im globalen Pool quasi auflöst, die Kultur und die Identität aber trotzdem stark bleiben, zwingt uns das als Menschheit am Ende dazu, das völlig veraltete Konzept der Blutlinien endlich endgültig aufzugeben.
Ein starker Gedanke. Werden wir Identität in Zukunft als reine Willensentscheidung begreifen müssen, völlig losgelöst von dem, was Mikroskope in unseren Zellen finden? Ein faszinierender Widerspruch, über den es sich definitiv nachzudenken lohnt, wenn wir das nächste Mal behaupten, unsere Geschichte liege im Blut. Manchmal, so scheint es, bewahrt die Geografie unsere Geschichte nur, damit wir sie irgendwann überwinden können. Wir hoffen, du konntest heute einige neue Einblicke gewinnen. Bis zu unserer nächsten tiefgründigen Recherche.